In diesem Pfotenpiloten-Podcast gehen wir der Frage nach, wie übernehmen Assistenzhundhalter und Assistenzhundhalterinnen Verantwortung für das Wohlbefinden ihrer Assistenzhunde und warum ist es wichtig, dass sie das tun? Menschen, die mit Assistenzhunden leben, teilen ihre Erfahrungen und Gedanken. Natürlich ist es so, dass der Hund einem den Alltag ganz schön strukturiert, ne? Also so dieses, ich habe jetzt einen Hund, ich muss jetzt immer an dessen Bedürfnisse mitdenken. Das ist ja auch erstmal was, was man in seinen eigenen Alltag, in sein eigenes Leben integrieren muss. Morgens bei Eisregen raus müssen, dann in der Uni sitzen auf einem Blogseminar und aber zu wissen, okay, der Hund muss zwischendurch mal raus, ich kann mir das jetzt nicht zu Ende anhören. Vielleicht hat er auch mal Durchfall, dann muss man halt zwischendurch mal rausrennen. Wenn ich eine Reise plane, muss ich wirklich immer gucken, hält der Hund so lange aus? Gibt es da gute Gassi-Gehmöglichkeiten? Wenn ich irgendwo fremd bin, weiß ich das ja vorher nicht. Ja, muss es aber ja einfach geben. Der Hund muss ja auch auf seine Kosten kommen. Ganzen Nöte und Sorgen, die man dazu hat. Also Tierarztgänge, hat der Hund das richtige Futter? Mein erster Hund war ein großer Allergiker und dann war ich da in Litauen und musste irgendwie dieses hypoallergene Hundefutter irgendwie beschaffen, denn das war völlig klar, dass ich nicht Futter für 6 Monate mitnehmen konnte. Da gibt es einfach so ganz viele Dinge, die man plötzlich mit berücksichtigen muss, weil man ja einfach da ein anderes Leben in seinem eigenen hat oder für eine andere Person Sorge tragen muss. Das muss man ja wirklich auch wollen als Assistenzhundhalter. Also dazu muss man einfach bereit sein. Das ist halt nicht einfach nur das Hilfsmittel, das man sich schnappt, um von A nach B zu kommen. Ich finde, das sollte man denen auch abverlangen, den Leuten, die diesen Assistenzhund haben wollen. Ich finde, dass sie sich darum kümmern müssen, dass sie sich damit im Vorfeld mit jemandem auseinandersetzen drüber. Das würde ich gar nicht auslagern, sondern das ist sozusagen die erste Leistung, die sie für ihren Hund erbringen sollten. Und auch, dass jemand vorher tatsächlich auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hat, finde ich total wichtig. Darf nicht irgendwie so das erste oder zweite Mittel sein, was man wählt, auch wenn es dann in dem Moment helfen würde. Aber ich finde, man muss erst ein paar Optionen ausprobieren. Ich würde jedem abraten, einen Blindenführhund haben zu wollen, der sich in einer Ausnahmesituation, in einer psychischen Ausnahmesituation befindet oder in Wohnverhältnissen lebt, die absolut eine artgerechte Haltung nicht zulassen. Ne, also wenn ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder 1,5-Zimmer-Wohnung lebe, das ist einfach für einen so großen Hund keine Umgebung. Oder wenn ich zum Beispiel in einer Familie bin, wo ich einen Pflegefall habe, der viel Aufmerksamkeit erfordert, ein demenzkranker Angehöriger zum Beispiel, oder ich selber in einer psychischen Ausnahmesituation bin nach der Erblindung, und das betrifft ja viele Menschen, die erblinden, dass die erstmal in ein ganz großes Loch fallen, dann würde ich erstmal von einem Blindenführhund in einem so frühen Stadium abraten, weil das Tier halt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht und auch sehr viel Arbeit macht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die jetzt erfahren haben, dass sie im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre erblinden, respektive tatsächlich schnell erblindet sind, erstmal mit sich selber ins Reine kommen müssen und sich selbst und die Krankheit akzeptieren müssen, bevor ihnen, und das ist meine persönliche Meinung, die Verantwortung für ein Lebewesen anvertraut wird, das nicht für sich selber sorgen kann. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber die Erfahrung zeigt, dass gerade Menschen, die in einer schweren psychischen Phase sind, nicht die Zeit und manchmal auch nicht die Geduld haben, sich um einen blinden Führhund zu kümmern. Jeder, der von diesem Seminar kommt und sagt, ich will keinen Führhund, dann hat sich das Seminar eigentlich auch schon gelohnt, weil
dann macht man einen Menschen und einen Hund weniger unglücklich. Ne? Also dann spart man sich ein Desaster. Und das ist ja legitim, wenn einer nach so einem Wochenende sagt, irgendwie ist mir das zu viel Verantwortung, zu viel Pflege, zu viel Dreck, passt nicht in mein Leben. Ist ja legitim. Aber dann ist es ja umso wertvoller, wenn er vorher die Erfahrung machen konnte, als wenn der Hund da steht und sagt, doch nicht das Richtige. Der Hund bringt eine komplett andere Struktur in dein Leben. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe die Mokaya 2014 im Juni abgegeben und hatte bis Juni 2015, als der Anton kam, keinen Hund. Ich habe die Zeit schon voll gekriegt, die ich sonst für einen Hund verwendet habe. Ne? Mit rausgehen, mit Pflege, mit Putzen. Das war alles schon anders. Also für mich war immer klar, ne, wenn der Hund wiederkommt, kommt das in die alte Struktur zurück und das belastet mich auch nicht. Ich wollte es ja so. Aber es ist eine Riesenumstellung. Und so ein Hund muss ins Leben passen, beziehungsweise muss man ihm so ein bisschen Platz machen. Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.